Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Abgezockt, untergetaucht, ausgetrickst. Achtung, Verbraucherfalle. Hallo, die Firma hier. Okay. Ich möchte Ihnen ein paar wichtige Informationen über Onlinehandel mitteilen. Woher haben Sie denn meine Adressen? Wir haben Ihre Daten erhalten, dass Sie Interesse gezeigt haben über Onlinehandel. Und ich möchte Ihnen ein paar Informationen mitteilen. Sie sind Timo Schneider? Ja. Im Moment ist die beste Zeit zum Handeln, ja? Ich möchte Ihnen wichtige Informationen geben über unsere Firma und wie das Trading läuft momentan. Und eigentlich möchte ich auch nicht, dass Sie mich nochmal anrufen. Aber Sie haben eine Anmeldung gemacht bei unserem Unternehmen. Ich möchte es nicht hören. Ich möchte nicht, dass Sie mich nochmal anrufen. Solche Anrufe bekommt Timo Schneider täglich. Er möchte unerkannt bleiben. Während unserer Dreharbeiten erleben wir den Telefonterror dubioser Onlinehandelfirmen live mit. Seit der Anmeldung auf einem Portal vor einigen Monaten hört sein Handy nicht auf zu klingeln. Diese Nummern kann ich auf die Blocklist setzen und dann sind das nächste Mal andere Nummern. Also das ist auch immer dieser Rhythmus. Mal sind es Handynummer, dann legen die wieder auf, dann ruft danach entweder eine ausländische oder eine aus Berlin wie eben an. Das Penetrante, das nervt tierisch. Das ist permanent und in jeder Situation. Die rufen auch abends an, die rufen morgens an. Also da haben die auch keine Grenzen. Aber das ist nur ein Nebenaspekt. Rückblick. Der 44-Jährige entdeckt in einem Nachrichtenportal eine vielversprechende Anzeige. Eine Handelsplattform im Internet sichert satte Gewinne mit geringem Risiko zu, und zwar durch den Handel von Kryptowährungen. Timo müsse 240 € investieren, um schon wenige Monate später satte 40% Rendite zu ergattern. Er meldet sich an. Da haben sie mich im richtigen Moment erwischt, dass ich wo drauf geklickt habe. Also man bekommt dann direkt von der Firma einen Berater an die Seite, die melden sich dann bei einem und die erklären einem dann das ganze Portal. An der Stelle wirkt es noch professionell und seriös, wirklich. Also dieses Portal war ein technischer, also ich bin ja ITler und teste ja auch solche Oberflächen und das war schon gut entwickelt und das war schon okay. Dass das alles andere als okay ist und er Betrügern in die Falle getappt ist, ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen warnt. Vorsicht bei hohen Gewinnversprechen mit angeblich niedrigem Risiko. Man muss hier wirklich von Opfern sprechen. Menschen werden über soziale Medien geködert, über WhatsApp, Facebook, alles, was es so gibt. Heutzutage auch gerne über Dating-Plattformen. Es gibt dann ganz lockeren Einstieg. Hier besteht die Möglichkeit, sagt dann jemand, mit einem guten Broker über eine bestimmte Website sehr viel Geld zu verdienen. Dieser gibt sich am Telefon als kompetenter Finanzbroker mit jahrelanger Handelserfahrung aus und erschleicht sich so das Vertrauen der Neukunden. Er spielt die zugehörige Software auf den heimischen Computer und verspricht gewinnbringende Trades. Dabei baut er eine intensive persönliche Bindung auf. Dann wird aufgefordert, angelockt, immer mehr Geld einzuzahlen. So auch bei Timo Schneider. Im Portal kann er mitverfolgen, wie seine Trades Gewinne einbringen. Um noch mehr zu profitieren, übt der Broker großen Druck aus. Timo soll 6.000 € investieren in ein angebliches Projekt. So, Herr Schneider, jetzt haben Sie sich einen Monat das ja angeschaut. Wie machen wir denn jetzt weiter? Weil wollen Sie jetzt mal in ein Projekt investieren? Da habe ich den Begriff Projekt schon mal gar nicht verstanden. Was wollt ihr denn mit Projekt von mir? Also es hat auch keiner geschafft von denen, die ich als Ansprechpartner hatte, zu sagen, was ist denn das Projekt? Timo Schneider wird misstrauisch und möchte erst die 240 € Startkapital und die inzwischen 60 € Rendite ausbezahlt bekommen. Dann ist Funkstille. Die Website, der Link, all das, was man vorher immer im Netz gefunden hat, ist nicht mehr existent. Die Telefonnummern sind nutzlos und das Geld ist fort. Und die Betrüger tauchen unter. Dirk Hintermeier, Cybercrime-Spezialist beim LKA Hessen, ermittelt gegen die Täter sogenannter Cold Calls. Eine dreiste Masche. Laut Kriminalstatistik Hessen haben Verbraucher 2021 knapp 6 Millionen € verloren. Die Dunkelziffer ist hoch. Geschädigte sollten unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten.
Die Aufklärungsquote ist relativ hoch. Also man kann wahrscheinlich nicht sagen, dass man das Geld sofort wieder bekommt. Ne? Aber es besteht die Möglichkeit, dass man diese Tätergruppe, die meistens aus dem Ausland agiert, dann auch noch mal identifizieren kann. Wir haben auch natürlich in der Bundesrepublik einige Prozesse jetzt gegen diese angeblichen Broker laufen. Und wenn man die ermittelt hatte, kommen natürlich eine Vielzahl von Geschädigten möglicherweise auch wieder an ihr Geld. Verbraucher sollten bei hohen Renditeversprechen hellhörig werden und sich umfassend informieren. Gibt es zum Beispiel ein Impressum? Man sollte sich auch erkundigen, bevor man mit diesem Trading beginnt, ne, ob überhaupt eine gewisse Zulassung erfolgt ist von Seiten der BaFin. Da gibt es auch das Verbrauchertelefon, das Sie auch anrufen können. Ist denn dieser Anbieter überhaupt gelistet und darf der diese Angebote unterbreiten? Dass der 44-jährige ITler Opfer einer hinterlistigen Täuschung wurde, ist ärgerlich genug. Aber seit seiner Erstanmeldung bei dem dubiosen Kryptohändler wird Timo Schneider den Telefonterror anderer, wahrscheinlich genauso unseriöser Anbieter, nicht mehr los. Und in der nächsten Folge, warum ein Immobilienteilverkauf viele Haken hat. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 Euro gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 Euro gewonnen, da 300.000 Euro gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert. All I hear, go get the